Ein Schritt nach dem anderen. Leas Kampf zurück ins Leben. Lea ist 19 Jahre alt und lebt in einer Kleinstadt namens Steinbach. Sie war immer eine aktive und fröhliche junge Frau, liebte es zu tanzen, mit ihren Freunden unterwegs zu sein und hatte große Pläne für die Zukunft. Doch vor 6 Monaten ereignete sich ein schwerer Unfall, der ihr Leben komplett veränderte. Sie wurde beim Radfahren von einem Auto erfasst. Danach verbrachte sie wochenlang im Krankenhaus und in Reha-Kliniken. In diesen 6 Monaten machte sie einen körperlichen und seelischen Albtraum durch. Nun steht sie kurz vor der Entlassung aus der Reha und hofft, dass sie ihr altes Leben irgendwie wiederfinden kann oder zumindest ein neues, lebenswertes Leben aufbauen wird. Am Tag, an dem Lea nach Hause kommt, steht ihre Mutter am Klinikausgang mit dem Auto. Lea sitzt im Rollstuhl, weil sie noch nicht sicher laufen kann. Die Ärzte haben gesagt, dass sie gute Chancen hat, irgendwann wieder selbstständig zu gehen, aber sie muss Geduld haben und intensiv weiter trainieren. Als Lea das Klinikgebäude verlässt, atmet sie zum ersten Mal seit Wochen frische, kühle Winterluft. Sie merkt, wie ihr Herz klopft vor Unsicherheit. Kann sie den Alltag daheim schaffen? Wie werden ihre Freunde reagieren? Ihre Mutter hilft ihr ins Auto, klappt den Rollstuhl zusammen und packt ihn ein. Die Heimfahrt ist still, beide sind emotional. Lea erinnert sich, wie sie früher ohne nachzudenken ins Auto stieg und überall hinging. Jetzt fühlt sie sich schwach, dabei war sie einst so unabhängig. Zu Hause angekommen, steht ihr Vater in der Tür, um sie zu begrüßen. Er lächelt, doch Lea sieht Tränen in seinen Augen. Sie selbst hat das Gefühl, in ein fremdes Leben zurückzukehren. Das Haus wirkt bekannt und doch anders, weil sie weiß, dass sie nicht mehr so frei wie früher die Treppe hochspringen kann. In ihrem Zimmer ist vieles unverändert. Bücher, Poster, ein Schreibtisch mit Schulunterlagen, denn sie wollte eigentlich ihr Abitur machen. Doch nun hat sie monatelang gefehlt. Sie fragt sich, wie sie das jemals aufholen soll. Ihre Eltern haben angeboten, dass sie das Jahr wiederholt, wenn es ihr besser geht. Lea weiß noch nicht, ob sie das will. Sie spürt eine Mischung aus Dankbarkeit und Frust. Sie ist dankbar, überhaupt am Leben zu sein, denn der Unfall war sehr schwer. Gleichzeitig ist sie wütend über das, was sie verloren hat. Ihre Unabhängigkeit, ihr Körpergefühl, ihre Pläne für ein Studium. Die ersten Tage daheim sind anstrengend. Sie muss lernen, im Rollstuhl durch die engen Flure zu navigieren. Die Familie hat ein barrierearmes Zimmer im Erdgeschoss eingerichtet, damit sie nicht ständig Treppen steigen muss. Im Bad helfen Handgriffe an der Wand, sodass sie sich allein umsetzen kann. Doch sie fühlt sich oft hilflos, wenn sie merkt, dass sie noch nicht einmal die Kaffeetasse von der Küche ins Wohnzimmer transportieren kann, ohne zu balancieren. Ihre Mutter bietet Hilfe an. Lea lehnt manchmal ab, weil sie sich nicht ständig bemitleiden lassen will. Das führt zu Spannungen. Glücklicherweise hat sie noch die Physiotherapie. 3 Mal pro Woche kommt eine Physiotherapeutin, Lisa, zu ihr nach Hause oder sie fährt ins Reha-Zentrum, um weiter an ihren Muskeln, ihrer Koordination und ihrem Gleichgewicht zu arbeiten. Lisa ist freundlich, aber fordert Lea heraus. Sie sagt: Lea, du kannst mehr, als du denkst. Probier es. An manchen Tagen macht Lea Fortschritte, kann sich ein paar Schritte am Geländer entlang hangeln. An anderen Tagen ist sie so erschöpft, dass sie weint. Dann erinnert Lisa sie daran, dass Genesung ein Marathon ist, kein Sprint. Leas Freunde aus der Schule besuchen sie nachmittags. Sie bringen Schokolade, erzählen Neuigkeiten, was in der Schule los ist. Manchmal fühlt Lea sich dabei ausgeschlossen, weil sie nicht dabei war. Sie lacht zwar mit, aber innerlich spürt sie einen Stich, wenn sie hört, wie alle beim Abschlussball getanzt haben, und sie fehlte. Einmal fragt ihre Freundin Sarah vorsichtig: Willst du, dass wir dich mit dem Rollstuhl mitnehmen, wenn wir irgendwo hingehen? Lea zögert. Sie hat Angst, dass sie ein Klotz am Bein wird, aber sie will auch nicht isoliert sein. Schließlich sagt sie: Ja,
Vielleicht können wir einen kurzen Ausflug machen, irgendwohin, wo es keine Stufen gibt. Kurz darauf organisieren die Freunde ein Treffen in einem Café, das barrierefrei ist. Sarah und Jonas, ein weiterer Freund, holen Lea ab, bauen ihren Rollstuhl ins Auto und gemeinsam fahren sie hin. Lea ist nervös, weil sie so lange nicht in einem öffentlichen Raum war. Im Café wirken die Blicke der anderen Gäste auf sie seltsam. Sie weiß nicht, ob sie gaffen oder nur neugierig sind. Trotzdem ist es schön, mal rauszukommen. Die Freunde erzählen lustige Geschichten, Lea lacht. Doch als sie versuchen, spontan noch einen Spaziergang zu machen, merken sie, dass der Weg nicht rollstuhlgerecht ist. Lea spürt wieder diese Grenzen. Trotzdem ist sie froh, überhaupt mal draußen gewesen zu sein. Mit der Zeit macht sie kleine Fortschritte beim Gehen. Lisa zeigt ihr Übungen, bei denen sie mit einer Gehhilfe ein paar Schritte machen soll. Der rechte Fuß ist immer noch schwach. Sie spürt Narbenschmerzen nach den Operationen. Doch sie lernt jeden Tag ein bisschen länger zu laufen, sich auf ihre Beine zu verlassen. Ein Schritt nach dem anderen, sagt Lisa. Dabei geht es nicht nur um Muskeln, sondern auch um dein Vertrauen in deinen Körper. Lea versteht jetzt besser, dass die Angst, hinzufallen, sie oft bremst. Sie lernt, diese Angst zu akzeptieren und trotzdem weiterzumachen. Eines Tages beschließt sie, mit ihrem Vater in den Park zu gehen, wo sie früher joggte. Sie will sehen, ob sie schon ein paar Meter ohne Rollstuhl schafft. Sie packen den Rollstuhl ins Auto, fahren zum Parkeingang. Dort lässt sie sich am Rollstuhl stützen, steht auf, hält sich am Arm ihres Vaters fest und macht vorsichtig Schritte. Am Anfang schwankt sie, doch nach 10 Schritten gewinnt sie etwas Gleichgewicht. Sie schafft vielleicht 20 Meter, ehe sie erschöpft ist. Sie sinkt zurück in den Rollstuhl, Tränen laufen ihr übers Gesicht, halb vor Schmerz, halb vor Freude, dass sie überhaupt laufen konnte. Ihr Vater streichelt ihre Schulter. »Du bist unglaublich tapfer, Lea.« Parallel versucht sie, seelisch mit dem Unfall umzugehen. Sie hat Albträume, in denen sie den Moment des Zusammenpralls erlebt. Sie schreckt nachts hoch, schwitzt, zittert. Ihre Mutter rät ihr, psychologische Hilfe zu suchen. Nach langem Zögern spricht Lea mit einem Therapeuten. Sie erzählt von ihrer Angst, wieder aufs Rad zu steigen, und ihrer Trauer um all die verlorenen Momente. Der Therapeut sagt, es ist normal, dass Sie trauern. Geben Sie sich Zeit. Es ist ein langer Weg zurück, aber Sie gehen ihn Schritt für Schritt. Auch das zu hören, hilft ihr, Druck abzubauen. Die Schule drängt. Wirst du das Schuljahr wiederholen oder versuchst du es jetzt mit den Prüfungen? Ihre Lehrer lassen ihr die Wahl, aber Lea entscheidet, dass sie es versuchen will. Sie weiß, dass sie viel verpasst hat, aber sie kann auch einiges selbstständig nachholen. Die Lehrer bieten ihr Nachhilfe und Sonderregelungen für die Prüfungen an, falls sie noch nicht lange sitzen kann. Zuerst zweifelt sie, ob sie schon bereit ist, aber sie denkt, ich will weiter, nicht ewig zurückbleiben. Also lernt sie zu Hause, ruft Mitschüler an, fragt nach Mitschriften. Es ist mühsam, weil sie ständig Pausen braucht, wenn ihr Rücken wehtut oder sie Kraft fürs Gehen üben braucht. Aber sie ist entschlossen. Je mehr sie trainiert, desto besser klappt das Laufen mit Gehhilfen. Die Therapeuten sind optimistisch, dass sie irgendwann sogar ohne Krücke gehen kann, vielleicht etwas hinkend, aber weitgehend normal. Nach 3 Monaten zu Hause kann sie kurze Strecken alleine gehen. Das gibt ihr enormen Auftrieb. Endlich fühlt sie sich nicht mehr wie ein Wrack. Sie spürt Hoffnung. Einmal wagt sie sich sogar auf den Schulflur, begleitet von ihrer Mutter, um mit dem Direktor zu sprechen. Die Blicke der Mitschüler sind ihr unangenehm, aber sie lässt sich nicht beirren. Alle sagen, »Schön, dich zu sehen. Wir drücken die Daumen.« Der nächste Schritt ist, ihren Alltag zu strukturieren. Morgens macht sie 30 Minuten Gymnastik, um die Gelenke zu mobilisieren. Dann lernt sie für die Schule, macht zwischendurch Gehübungen. Nachmittags kommt die Physiotherapeutin oder sie macht einen Spaziergang mit ihrer Mutter.
Sie merkt, wie sie körperlich fitter wird, aber es bleibt ein Kampf. Manchmal überfordert sie sich, dann ist sie abends völlig erschöpft. Dann lernt sie, ihre Grenzen zu respektieren und am nächsten Tag ruhiger anzugehen. Etwa 5 Monate nach dem Unfall ist ihr Gehen so weit stabil, dass sie das erste Mal allein mit einer Krücke in den Supermarkt gehen kann, ein paar 100 Meter vom Elternhaus entfernt. Sie ist stolz, als sie den Einkaufswagen als Stütze nutzt. Zwar ist es anstrengend und sie schwitzt, aber sie freut sich über diesen kleinen Sieg. Selbst einkaufen. Sie schreibt einer Freundin per SMS: »Hey, ich war gerade allein einkaufen. Fühlt sich super an.« Die Freundin schreibt: »Wahnsinn, bin stolz auf dich.« Solche Momente geben Lea Kraft. Kurz darauf rückt die Abschlussprüfung näher. Sie hat viel gelernt, muss aber auch Kompromisse machen, weil nicht alles perfekt sitzen kann. Sie spricht mit ihren Lehrern, ob sie eine kleine Verlängerung der Prüfungszeit kriegen kann, weil sie vielleicht öfter Pausen braucht. Die Schule stimmt zu, was ihr etwas Druck nimmt. Dann kommt der Tag der ersten schriftlichen Prüfung, zum Beispiel in Deutsch. Sie betritt die Aula mit ihrer Krücke. Manche Mitschüler schauen erstaunt, wie sicher sie inzwischen läuft. Sie setzt sich auf einen ergonomischen Stuhl. Die Lehrerin legt die Aufgaben aus. Lea atmet tief durch, denkt an all die Mühe der letzten Wochen. Sie schreibt, macht ab und zu eine kurze Pause, um ihre Beine zu entlasten. Nach der Zeit fühlt sie Erleichterung, eine Prüfung geschafft. So meistert sie alle Prüfungen nacheinander. Englisch, Mathe, Geschichte, das Fach Wirtschaft. Manchmal ist sie erschöpft, aber sie kämpft sich durch. Auch die Lehrer sind beeindruckt von ihrer Willenskraft. Nach den Prüfungen hat sie ein paar freie Wochen, in denen sie hofft, die Ergebnisse zu erfahren. Sie nutzt die Zeit, um draußen mehr zu laufen, versucht sogar, ganz ohne Krücke ein paar Schritte zu machen. Ihr Bein schmerzt, die Muskeln sind nicht so stark, doch sie ist zuversichtlich. Jeden Tag spürt sie kleine Fortschritte. Als sie schließlich das Ergebnis erhält, kann sie kaum glauben, dass sie bestanden hat. Ihre Noten sind nicht alle top, aber ausreichend oder sogar gut, um den Abschluss zu machen. Ihre Familie umarmt sie. Freunde schicken Glückwünsche. »Du hast es geschafft, Lea. Nach so einem Unfall noch die Prüfung zu bestehen, ist Wahnsinn.« Sie empfindet Stolz und Dankbarkeit. Sie denkt an die Zeit im Krankenhaus, an die Schmerzen, die Zweifel, ob sie jemals wieder richtig gehen kann. Und jetzt? Sie ist auf einem guten Weg, kann selbst kurze Strecken laufen, hat ihren Abschluss in der Tasche. Ihr Arzt sagt, dass weitere Operationen möglicherweise nötig sein könnten, um das Bein weiter zu stabilisieren. Aber das kann sie Step by Step angehen. Sie ist mit 19 Jahren noch jung, ihr Körper ist regenerationsfähig. Die Angst vor Autos und Straßen bleibt eine Weile in ihrem Kopf, doch sie geht in eine Therapie, um das Trauma zu verarbeiten. Auch dort lernt sie, nicht jeder Wagen sei eine Bedrohung, und ihr Unfall war einfach ein tragischer Zufall. Stück für Stück gewinnt sie Vertrauen ins Leben zurück. Im Sommer beschließt Lea, ein Praktikum in einem Büro zu machen, damit sie sich beruflich orientieren kann. Sie ist immer noch eingeschränkt, muss alle paar Stunden Pause machen, das Bein hochlegen, damit es nicht schwillt. Doch sie fühlt sich wieder als Teil der Gesellschaft. Kollegen sind hilfsbereit, sie vermitteln ihr das Gefühl, ganz normal zu sein. Manchmal fragen sie nach dem Unfall, aber sie erzählt nur das Nötigste. Sie will nicht als Opfer betrachtet werden. Ihr Herz füllt sich mit neuem Mut, als sie merkt, dass man trotz einer schlimmen Erfahrung ins Leben zurückfinden kann, wenn man es langsam und stetig angeht. Sie trifft sich wieder regelmäßiger mit Freunden, geht sogar einmal ins Kino, wo sie allerdings achtet, nicht in der langen Schlange zu stehen. Schritt für Schritt passt perfekt als Motto. Jeden Tag lernt sie, was geht und was sie lieber lässt. Sie verzichtet auf übertriebene Unternehmungen, achtet auf ihren Körper, aber sie gibt sich alle Chancen. Eines Tages, rund 1 Jahr nach dem Unfall, wagt sie etwas, das sie früher liebte: einen leichten Tanzkurs.
Sie fragt ihre Physiotherapeutin um Rat. Die meint, moderates Tanzen könnte sogar gut für die Koordination sein. Lea geht hin, fühlt zunächst Unsicherheit, ob ihr Bein das mitmacht. Doch die Tanzlehrerin ist verständnisvoll, sie darf manche Bewegungen langsamer ausführen. Erstaunlicherweise fühlt Lea eine tiefe Freude, als sie zum Takt der Musik wippt. Zwar hinkt sie leicht, doch sie lacht wieder, bewegt die Hüften, dreht sich vorsichtig. Das ist ein großer mentaler Schritt, weil sie wieder Spaß in etwas findet, das sie liebte, bevor alles zusammenbrach. Beim nächsten Arzttermin zeigt sie stolz, wie sie allein gehen kann, ohne Krücke, auch wenn sie ein bisschen humpelt. Der Arzt lächelt und sagt: »Lea, das ist großartig. Wer dich vor Monaten sah, hätte nicht geglaubt, dass du so weit kommst. Doch du hast hart gearbeitet.« Sie nickt, dankt allen, die sie unterstützt haben. Eltern, Freunde, Therapeuten. Heute, wenn Leute sie fragen, wie sie das geschafft hat, meint sie: »Zuerst wollte ich nur wieder normal leben. Aber mir wurde klar, dass ich nicht in Panik versinken darf. Jeder Tag war ein kleiner Schritt. Manchmal bin ich gestolpert, aber ich bin immer wieder aufgestanden. So komme ich zurück ins Leben.« Sie erkennt, dass dieser Prozess noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber sie ist auf einem guten Weg. Sie lächelt, wenn sie das Wort perfekt hört, denn perfekt ist sie nicht. Doch sie fühlt sich lebendig, mutig, stärker als zuvor. Damit hat Lea ihren Weg zurück ins Leben gefunden. In ihrer Gemeinschaft spüren Leute, dass sie eine gewisse Ausstrahlung hat. Eine Mischung aus Dankbarkeit und Entschlossenheit. Sie sagt immer: ein Schritt nach dem anderen. Das ist alles, was wir tun können. Und so geht es weiter.